Wenn Sie glauben, dass die Zukunft der Elektroautos nur dem Silicon Valley oder Shanghai gehört, irren Sie sich. Das ist Mahindra, ein Name, den Sie vielleicht nicht erwartet haben, den Sie aber nicht vergessen werden. Mit dem markanten BE6e und dem souveränen XUV 9e stellt Mahindra nicht nur Elektro-SUVs her. Sie sind ein Statement. Von Tokio bis Toronto, von Berlin bis Buenos Aires stellen sich Autoliebhaber, Technikfans und sogar Tesla-Beobachter plötzlich die gleiche Frage. Moment mal, wo kommt das denn her? Heute werden wir herausfinden, wie Mahindras neueste Elektrofahrzeuge die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Erwartungen brechen und Indien auf die Landkarte setzen, nicht als Mitläufer, sondern als eine Kraft. Die elektrische Vision von Mahindra. In einer Welt, in der Elektroautos oft gleichbedeutend mit Marken aus dem Silicon Valley, Seoul, Tokio oder München sind, könnte ein Name Sie überraschen, aber nicht für lange. Mahindra, einer der widerstandsfähigsten und angesehensten indischen Automobilhersteller, wagt den Schritt in die elektrische Ära und bringt eine neue Art von Energie mit, die Autofahrer auf der ganzen Welt bald nicht mehr ignorieren können. Lassen Sie uns für eine Sekunde herauszoomen. Mahindra ist kein Newcomer, der von heute auf morgen versucht, auf die EV-Welle aufzuspringen. Seit mehr als 75 Jahren baut die Marke SUVs, die für die Bewältigung extremer Bedingungen konzipiert sind, von staubigen Dorfpfaden in Rajasthan bis zu den eisigen Kurven der Himalaya-Bergpässe. Es ist die Art von Terrain, die nicht nur die Maschinen, sondern auch die Seele des Fahrers auf die Probe stellt. Stellen Sie sich die Strecke wie den Nürburgring in Deutschland vor, nur abseits der Straße. Chaotisch und unbarmherzig. Aber Mahindra weiß, dass sich die Straße, die vor uns liegt, verändert. Rund um den Globus, von den Smogwarnungen in Barcelona bis zu den Abgasbußen in Seoul, wird die Forderung nach nachhaltigen Verkehrsmitteln immer lauter. Hier kommt die neue Identität von Mahindra ins Spiel. Unlimit India, eine kühne Vision, die zeigen soll, was indische Ingenieurskunst erreichen kann, wenn sie es wagt, die globalen Giganten herauszufordern. Warum elektrisch? Weil es kein Trend ist, es geht ums Überleben. Die Städte haben einen hohen Schadstoffausstoß. Die Abhängigkeit vom Erdöl wird in Frage gestellt. Und Klimaverpflichtungen sind keine Option mehr. Und während sich japanische Unternehmen auf die Führung bei Hybridfahrzeugen konzentrieren und deutsche Marken auf die Elektrifizierung von Luxusfahrzeugen setzen, bietet Mahindra etwas an, das die Welt dringend braucht. Eine zugängliche, intelligente und robuste Elektromobilität, die keine Abstriche bei Leistung und Stil macht. Hier kommen der BE6e und der XF 9e, Mahindras elektrische Flaggschiffe. Das sind keine Autos, die nur dazu da sind, die Vorschriften zu erfüllen. Sie wurden entwickelt, um in Berlin die Blicke auf sich zu ziehen, durch Osakas Tech-Korridore zu flitzen und selbstbewusst über die sonnenbeschienenen Autobahnen Andalusiens zu fahren. Sie vereinen auffälliges Design mit futuristischer Technik und der Art von Alltagstauglichkeit, die sich urbane Autofahrer in Seoul wünschen. Schnelles Aufladen, große Reichweite, intelligente Innenausstattung und das alles zu Preisen, die unter denen der Konkurrenz liegen, ohne Kompromisse bei der Erfahrung einzugehen. Diese Fahrzeuge sind mehr als nur neue Modelle. Sie sind Mahindras Botschaft. Indien nimmt nicht nur teil, sondern ist hier, um zu führen. Während sich das weltweite Rennen um Elektrofahrzeuge beschleunigt, ist Mahindra nicht hinter Tesla, BYD oder Hyundai her. Es fährt sein eigenes Rennen, mit Elan, Zielstrebigkeit und einem unverkennbar indischen Geist. Was also macht den BE6e und den XF 9e so besonders? Schauen wir uns das mal genauer an. Denn wenn Sie dachten, dass Indien nur kompakte Fließhecklimousinen baut, sollten Sie sich eines Besseren belehren lassen. Treffen Sie die Maschinen. Der erste ist der BE6i. Stellen Sie sich einen schnittigen, sportlichen SUV vor, der aussieht, als wäre er bereit für ein Rennen. Er hat scharfe, kantige Linien und eine Ausstrahlung, die nach Abenteuer schreit. Der BE6e ist für alle gedacht, die den Nervenkitzel lieben. Denken Sie an junge Berufstätige oder Familien, die Stil und Substanz wollen. Die Preise beginnen bei etwa 22.500 €, was für das, was man bekommt, ein Schnäppchen ist. Mit seiner 79 Kilowattstunden Batterie hat er eine Reichweite von 682 Kilometern pro Ladung, wie Tests in Indien ergaben. Das ist genug, um zweimal von Mumbai nach Pune und zurückzufahren, ohne an die Steckdose zu müssen.
Außerdem sprintet er in nur 6,7 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Ziemlich flott für einen SUV. Und dann ist da noch der XF9e, der elegante Cousin. Er ist ein SUV im Coupé-Stil, der Luxus mit Leistung verbindet. Der Preis liegt bei $26.000 und richtet sich an Leute, die ein Premiumfahrzeug suchen. Seine 79 Kilowattstunden Batterie bietet eine Reichweite von 656 Kilometern und er erreicht die 100 Stundenkilometer in 6,8 Sekunden. Der XF9e fühlt sich an wie eine Lounge auf Rädern, mit mehr Platz im Innenraum und ausgefallener Technik wie einem Infotainment-Bildschirm auf der Beifahrerseite. Beide SUVs nutzen die InGlow-Plattform von Mahindra, eine flexible Basis, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde und sie wendig und effizient macht. Besonders cool ist, wie diese Fahrzeuge aufgeladen werden. Mit einem 175 Kilowatt Schnellladegerät können Sie innerhalb von 20 Minuten von 20% auf 80% der Batterie aufladen, was ungefähr der Zeit entspricht, die Sie für einen Kaffee benötigen. Der Erstbesitzer erhält außerdem eine lebenslange Garantie auf die Batterie, was zeigt, dass Mahindra Vertrauen in seine Technologie hat. Die Technik, die sie auszeichnet. Technik, die spricht. Und jetzt lassen Sie uns ein wenig ins Schwärmen kommen. Diese SUVs sind vollgepackt mit Technik, die das Fahren wie einen Schritt in die Zukunft erscheinen lässt. Die InGlow-Plattform ist das Rückgrat, eine leichte, skateboardartige Basis, die diesen Fahrzeugen einen niedrigen Schwerpunkt und damit ein besseres Handling verleiht. Es ist, als würden sich die Autos an die Straße schmiegen, egal ob sie durch die Stadt fahren oder sich durch die Hügel schlängeln. Der Innenraum ist der Traum eines jeden Technikliebhabers. Beide SUVs verfügen über ein Dreifach-Bildschirm-Setup. Stellen Sie sich ein digitales Armaturenbrett, einen zentralen Touchscreen und im XF9e einen Bildschirm für den Beifahrer vor. Sie können alles von der Navigation bis zur Musik mit einem Fingertipp steuern. Es gibt sogar ein Augmented Reality Heads-Up-Display, das Wegbeschreibungen direkt auf die Windschutzscheibe projiziert, sodass Sie Ihre Augen nicht von der Straße nehmen müssen. Mit der 5G-Konnektivität sind diese Autos immer online. Aktualisieren die Software oder streamen Ihre Lieblingsplaylist ohne Probleme. Auch die Sicherheit spielt eine große Rolle. Sie haben mehrere Airbags, eine 360-Grad-Kamera und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, ADS, wie den Spurhalteassistenten und die adaptive Geschwindigkeitsregelung. Es ist, als hätte man einen Co-Piloten, der auf einen aufpasst. Oh, und das Soundsystem. Ein Harman-Kardon-System mit 16 Lautsprechern, das jede Fahrt zu einem Konzert werden lässt. Mahindra hat sich auch mit globalen Schwergewichten wie Qualcomm für Chips und Volkswagen für Batteriekomponenten zusammengetan, um indischen Einfallsreichtum mit Weltklasse-Technologie zu verbinden. Sie verwenden die Blade-Batterietechnik von BYD, die für Sicherheit und Langlebigkeit bekannt ist, ein kluger Schachzug, um die Langlebigkeit dieser SUVs sicherzustellen. Wie schneidet Mahindra weltweit ab? Der indische Automobilgigant Mahindra hat in letzter Zeit hohe Wellen geschlagen. Er behauptet kühn, dass er die chinesische und amerikanische Konkurrenz im Rennen um Elektrofahrzeuge überholt. Aber wie viel davon ist Hype und wie viel ist Realität? Tauchen wir ein in die globale EV-Landschaft. Schlüsseln wir die Position von Mahindra auf und sehen wir, was das Unternehmen in einer Welt, die von Schwergewichten wie Tesla und BYD dominiert wird, auszeichnet. Dies ist eine Geschichte von Strategie, Wert und Ehrgeiz. Und es lohnt sich, zu verstehen, wo Mahindra in das Gesamtbild passt. Lassen Sie uns zunächst über China sprechen, den unbestrittenen Giganten in der Welt der Elektrofahrzeuge. Der chinesische Markt für Elektroautos ist riesig. Über 30% der dort verkauften Autos sind Elektroautos, angetrieben von Marken wie BYD, NIO und XPeng. Diese Unternehmen profitieren von einer enormen staatlichen Unterstützung, einschließlich Subventionen und Infrastrukturinvestitionen, die ihnen einen Vorsprung verschaffen. Ihre Stärke liegt in ihrer Größe und Geschwindigkeit. Sie produzieren eine schwindelerregende Vielfalt an Modellen, vom preisgünstigen Kleinwagen bis zum Hightech-SUV, und ihre Lieferketten gehören zu den effizientesten der Welt. Der Atto 3 von BYD, ein beliebter kompakter Geländewagen, kostet in Indien etwa 38.391 und bietet eine solide Reichweite und Ausstattung. Chinesische Marken können die Märkte schneller als die meisten Konkurrenten mit erschwinglichen, eleganten Elektroautos überschwemmen, was sie zu einer beachtlichen Macht macht.
Kommen wir nun über den Pazifik in die Vereinigten Staaten, wo Tesla das Aushängeschild für Elektrofahrzeuge ist. Das Model Y von Tesla, das in Indien zu einem Preis von etwa $44.000, circa 37 Lakh Rupien, angeboten wird, ist ein weltweiter Bestseller, der für seine rasante Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als 4 Sekunden und seine innovative Technik wie Over-the-Air-Updates bekannt ist. Neben Tesla schaffen sich auch alteingesessene Autohersteller wie Ford mit seinem Mustang Mach-E und Startups wie Rivian mit seinen robusten Elektro-Lkw ihren eigenen Raum. Der US-amerikanische Markt für Elektroautos wächst zwar, aber langsamer als der chinesische, denn nur etwa 8% der Autoverkäufe sind elektrisch. Amerikanische Elektroautos legen oft Wert auf ein hochwertiges Branding, rohe Kraft und ein technisch fortschrittliches Erlebnis und sprechen damit Käufer an, die Leistung und Status suchen. Welchen Platz nimmt Mahindra in diesem hochkarätigen globalen Kräftemessen ein? Der indische Autohersteller versucht nicht, mit Teslas Pferdestärken oder Chinas schierem Volumen zu konkurrieren, zumindest noch nicht. Stattdessen spielt Mahindra ein klügeres, gezielteres Spiel und bietet außergewöhnliche Werte und Innovationen, die auf reale Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ihre neuesten Elektrofahrzeuge, der BE6e und der XE49, sind Paradebeispiele dafür. Diese Fahrzeuge bieten Funktionen, die man von doppelt so teuren Autos erwarten würde. WeZa B. Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, große Reichweiten und eine hochwertige Innenausstattung. Zum Vergleich: der XE49e hat eine vergleichbare Reichweite wie das Tesla Model Y, kostet in Indien aber fast die Hälfte. Im Vergleich zum BYD Auto 3 sind die SUVs von Mahindra in puncto Reichweite, Stil und Erschwinglichkeit ebenbürtig oder sogar überlegen und bieten den Käufern mehr Leistung für ihr Geld. Was Mahindra auszeichnet, ist sein tiefes Verständnis für die einzigartigen Anforderungen Indiens. Indische Autofahrer brauchen Fahrzeuge, die erschwinglich und langlebig sind und mit den unterschiedlichsten Bedingungen zurechtkommen. Von belebten Straßen in der Stadt bis hin zu Landstraßen mit unvorhersehbarem Terrain. Mahindra hat sich mit robusten, zuverlässigen SUVs einen Namen gemacht und überträgt dieses Ethos nun auch auf seine Elektrofahrzeuge. Der BE6e und der XE49e sind nicht nur budgetfreundlich. Sie sind so konzipiert, dass sie unter den anspruchsvollen Bedingungen Indiens gedeihen und gleichzeitig die Technik und den Komfort bieten, den globale Käufer erwarten. Diese Mischung aus Zweckmäßigkeit und Anspruch ist die Geheimwaffe von Mahindra. Sie stellen nicht einfach nur Elektroautos her. Sie stellen Elektrofahrzeuge her, die das Leben der Menschen ansprechen. Der Markt spricht. Die Begeisterung für Mahindras Elektrofahrzeuge ist kein Hype. Sie ist real, messbar und wächst von Minute zu Minute. Wenn Sie durch X, LinkedIn oder ein beliebiges IFO-Forum scrollen, werden Sie einen Begriff immer häufiger sehen. Mahindras Tesla-Moment. Und dieses Mal ist es nicht nur Gerede. Bereits am ersten Tag der Vorbestellungen erhielt Mahindra über 30.000 Bestellungen für seine vollelektrischen Fahrzeuge BE6e und XE49e. Das sind Vorbestellungen im Wert von über 1 Milliarde $. Nicht von Investoren oder Regierungen, sondern von tatsächlichen Verbrauchern. Die Menschen legen ihr Geld an, weil sie an das glauben, was Mahindra baut. Und das ist nicht nur eine Zahl. Es ist ein Signal, ein Impuls. Es zeigt, dass die Verbraucher, vor allem in aufstrebenden und preissensiblen Märkten, nach E-Fahrzeugen hungern, die ein Premium-Erlebnis ohne Premiumpreis bieten. Mahindra bietet ihnen genau das. Sie streben nicht nach Volumen um seiner selbst willen. Sie schaffen eine sinnvolle Nachfrage, die Erwartungen verändern und Segmente umgestalten kann. Es ist eine klare Botschaft. Mahindra will nicht nur mit den globalen EV-Giganten mithalten. Sie bahnen sich einen völlig neuen Weg, einen, der Anspruch mit Zugang und Stolz mit Zweckmäßigkeit verbindet. Was dies noch bemerkenswerter macht, ist, dass Mahindra nicht nur auf das indische Kernland abzielt. Ja, Indien ist nach wie vor ihre Basis, ein Testgelände mit chaotischem Verkehr, unwegsamem Gelände und preissensiblen Kunden, aber ihr Ehrgeiz reicht eindeutig über die Grenzen hinaus. Tatsächlich sprechen ihre Elektroautodesigns bereits die Sprache der globalen Märkte. Der BE6e würde neben einem VW ID.4 in Berlin nicht fehl am Platz wirken. Die schlanke, coupeatige Silhouette der XRF9 könnte sich in einem Tokyota Autohaus oder einem modernen EV-Showroom in Madrid behaupten.
Diese Fahrzeuge sind keine indischen Autos, die für Inder gemacht sind. Es sind global attraktive Elektroautos in Indien geboren, bereit für die Welt. Und hier liegt der Unterschied. Während chinesische Marken oft durch schiere Größe dominieren und den Markt mit Dutzenden von Modellen überschwemmen und amerikanische Marken mit Prestige und Leistung konkurrieren, geht Mahindra einen sorgfältig kalibrierten Mittelweg. Sie sind nicht wie Tesla auf der Jagd nach Status. Sie versuchen nicht wie BYD, die Konkurrenz zu unterbieten. Sie schaffen Vertrauen durch Wertigkeit, Design und praktischen Nutzen. Diese Ausgewogenheit ist genau das, was Mahindra auf den globalen Märkten der Mittelklasse so stark macht, dort, wo sich die Käufer nach Innovationen sehnen, aber keine Luxuspreise rechtfertigen können. Denken Sie an Südostasien, Osteuropa, Lateinamerika und ja, sogar an Südeuropa und Teile des urbanen Deutschlands, wo Erschwinglichkeit gegenüber Überfluss an Bedeutung gewinnt. Seien wir ehrlich, Mahindra ist immer noch im Aufwind. Sie sind nicht besser als Tesla oder BYD. Noch nicht. Aber das brauchen sie auch nicht. Ihre Strategie basiert nicht auf Mengenkriegen oder technischem Wettrüsten. Sie basiert auf Resonanz. Fahrzeuge zu entwickeln, die für echte Menschen unter realen Bedingungen sinnvoll sind. Das ist es, was Mahindra zu einem echten Dark Horse macht. In einer Welt überhöhter EV-Preise und komplizierter Markenführung bietet Mahindra Klarheit. EVAs, die begehrenswert, aber nicht unantastbar sind. Technik, die aufregend, aber nicht überwältigend ist. Design, das mutig, aber nicht befremdlich ist. Und die Menschen reagieren darauf, nicht nur in Indien, sondern auch von Investoren in Europa, frühen Anwendern in Südostasien und neugierigen Fahrern von Japan bis Kolumbien. Die Welle ist im Anrollen. Blockaden und Entschlossenheit. Es wird nicht einfach sein, die Produktion zu skalieren, um die weltweite Nachfrage zu befriedigen, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen und mit den tiefen Taschen von Tesla und BYD zu konkurrieren. Aber mit ihrer Strategie, die sich auf Wertigkeit, Langlebigkeit und intelligente Innovationen konzentriert, haben sie eine Chance. Sie versuchen nicht, die Konkurrenz auszustechen. Sie übertrumpfen sie, indem sie das ansprechen, was die Käufer wirklich wollen, EVs, die mehr für weniger Geld bieten. Lässt Mahindra also chinesische und amerikanische Unternehmen hinter sich? Noch nicht ganz. Chinas Größe und Amerikas technisches Können sind immer noch unübertroffen. Aber Mahindra schließt die Lücke schneller, als viele erwartet haben. Und zwar zu seinen eigenen Bedingungen. Durch die Priorisierung von Erschwinglichkeit, Zweckmäßigkeit und globaler Attraktivität baut Mahindra eine Zukunft auf, in der sie nicht nur konkurrieren, sondern sich abheben. Noch sind sie nicht an der Spitze des Feldes, aber sie sind definitiv im Rennen. Und die Welt beginnt, davon Notiz zu nehmen. Herausforderungen und der Weg dorthin. Für Mahindra? Mahindras Elektrofahrzeug EV-Journey hat einen aufregenden Start hingelegt. Aber wie bei jedem großen Abenteuer gibt es auch hier einige Hindernisse. Werfen wir einen nüchternen Blick darauf, was ihnen im Weg steht, wie sie diese Herausforderungen angehen und wohin sie als nächstes gehen wollen. Es ist eine Mischung aus Mut, Ehrgeiz und einer Vision, die die globale EV-Szene aufrütteln könnte. Lassen Sie uns zunächst über die Hürden sprechen. Der indische Markt für Elektroautos befindet sich noch in der Anfangsphase. Im Jahr 2024 werden nur etwa 2,5% der in Indien verkauften Autos elektrisch sein. Das ist winzig im Vergleich zu Ländern wie China, wo E-Fahrzeuge dominieren. Ein großes Problem: Ladestationen. Wenn Sie in einer Großstadt wie Mumbai oder Delhi sind, finden Sie vielleicht ein Ladegerät. Aber wenn Sie in kleinere Städte oder ländliche Gebiete fahren, sieht die Sache schon anders aus. Das lückenhafte Netz macht die Reichweitenangst zu einem echten Problem für Käufer. Und dann sind da noch die Kosten. Elektroautos, selbst so erschwingliche wie das von Mahindra, haben einen höheren Anschaffungspreis als herkömmliche Autos, was preisbewusste Käufer abschrecken kann. Und weltweit hat es Mahindra mit Giganten zu tun. Chinesische Marken wie BYD haben eine enorme Größe und jahrelange Erfahrung mit Elektrofahrzeugen, während amerikanische Unternehmen wie Tesla über tiefe Taschen und treue Fans verfügen. Außerdem ist Mahindra noch neu im Bereich der Elektrofahrzeuge. Im Moment muss man 6 Monate auf die Auslieferung warten, weil die Produktion hochgefahren wird, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Aber hier ist die Sache: Mahindra gibt nicht klein bei. Sie stellen sich diesen Herausforderungen mit mutigen Schritten und einem klaren Plan.
Zunächst einmal hat das Unternehmen mehr als 1 Milliarde Dollar in sein EV-Programm investiert, was zeigt, dass es dem Unternehmen ernst damit ist, das Spiel langfristig zu spielen. Sie haben sich auch mit britischen Investoren zusammengetan, um mehr Geld in die Kasse zu bekommen, was ihnen hilft, schnell zu expandieren. Ihr Ziel, bis 2030 7 Elektro-SUVs auf den Markt zu bringen. Das ist nicht nur eine Zahl, es ist ein Versprechen, den Käufern mehr Auswahl zu bieten, vom kompakten Stadtauto bis zum robusten Familien-SUV, damit das Aufladen weniger Kopfzerbrechen bereitet. Arbeitet Mahindra daran, in ganz Indien mehr Ladestationen zu errichten, damit sich die Fahrer sicher fühlen können, wenn sie auf die Straße gehen. Es wird sogar ein eigenes EV-Verkaufsteam eingerichtet, um den Kauf eines elektrischen Mahindra zu etwas Besonderem zu machen, nicht zu einem Stressfaktor. Aber hier ist die Sache. Mahindra macht keinen Rückzieher. Sie stellen sich diesen Herausforderungen mit mutigen Schritten und einem klaren Plan. Was wirklich cool ist die Technologie von Mahindra. Ihre Inglo-Plattform ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Sie ist flexibel genug, um alle Arten von EV-Modellen schnell zu unterstützen. Aus diesem Grund plant Mahindra bereits neue Modelle wie den XEV 7e und den XUV 3 XOEV. Mit diesem System können sie mit den Trends Schritt halten und die Autos schneller zu den Kunden bringen. Und das Timing könnte nicht besser sein. Die indische Regierung setzt voll auf Elektroautos und will bis 2030 30% der Autoverkäufe mit Elektroantrieb abwickeln. Auch strengere Emissionsvorschriften sind geplant, was Mahindra in die Hände spielt. Sie verkaufen nicht nur Autos, sondern reiten auf einer Welle des Wandels. Vision und Stolz. Treten Sie für einen Moment zurück und betrachten Sie das Gesamtbild. Bei Mahindra geht es nicht nur darum, neue Elektro-SUVs auf den Markt zu bringen. Es geht darum, Indiens Stimme in der globalen Automobilkonversation neu zu definieren. Nicht als Mitläufer, sondern als Erbauer mutiger. Original Dean. Zu lange hat die Welt Made in India als etwas angesehen, das man auslagern kann. Billige Arbeitskräfte, Backend-Software, Kundendienst. Mahindra trägt dazu bei, diese Sichtweise umzukehren. Mit jedem EV, das vom Band rollt, zeigt Mahindra, dass Indien nicht das Hinterland der Innovation ist. Es wird zum Vorderland. In Deutschland definiert Präzision Exzellenz. In Japan ist die Zuverlässigkeit heilig. In Südkorea geht Innovation schnell. In Spanien geht es beim Autofahren um Leidenschaft und Freiheit. Jetzt bringt Indien etwas ganz Eigenes mit. Aus der Not geborene Widerstandsfähigkeit, von Zwängen geprägte Kreativität und von Identität angetriebener Ehrgeiz. Alles verkörpert in Mahindras elektrischer Revolution. Was diese Geschichte noch interessanter macht, ist die Tatsache, dass Mahindra nicht nur in das Rennen um die Elektroautos einsteigt, sondern dabei auch eine kulturelle Handschrift trägt. Das Design spiegelt die indische Kühnheit wider, die Preisgestaltung den indischen Pragmatismus und die Technik eine Generation, die in einer Welt aufgewachsen ist, in der Mobilität an erster Stelle steht und die Ressourcen begrenzt sind. Damit bieten sie nicht nur Indern, sondern allen Weltbürgern, die überteuerte Technik und nicht eingehaltene Versprechen satt haben, etwas, auf das sich Milliarden von Menschen beziehen können. Die BE6e und die XEV 9e sind mehr als nur Fahrzeuge. Sie sind Symbole für postkoloniales Selbstbewusstsein. Für indische Autofahrer sind sie eine längst überfällige Anerkennung. Für Autofahrer aus aller Welt bieten sie etwas Neues, ein Auto, das nicht versucht, wie ein Tesla oder ein Mercedes auszusehen, sondern unverkennbar anders und überraschend wettbewerbsfähig ist. Stellen Sie sich vor, ein BE6e, der durch die hypervernetzten Straßen von Seoul fährt, nicht als Neuheit, sondern als Beweis dafür, dass indisches Design auf die fortschrittlichsten Straßen der Welt gehört. Oder ein XEV, der in einem Berliner EV-Knotenpunkt vorfährt, eine vergleichbare Reichweite und Technik zu fast der Hälfte des Preises bietet und die Blicke auf sich zieht. Nicht, weil er exotisch ist, sondern weil er sinnvoll ist. Das ist der eigentliche Durchbruch. Bei Mahindras Vorstoß in die Elektromobilität geht es nicht nur um Marktanteile, sondern auch um Denkanstöße. Sie versuchen nicht, die Schlagzeilen zu dominieren, sondern die Fantasie zu beanspruchen. Und sie haben Erfolg. Sie bauen Autos, die eine Welt im Wandel widerspiegeln, von fossil zu elektrisch, von westlich zu global, von luxuriös zu wertorientiert. Dabei überwinden sie im Stillen Grenzen, geografische, wirtschaftliche und psychologische.
Denn die Zukunft der Mobilität muss weder westlich noch östlich sein. Sie kann intelligent, integrativ und indisch sein, und das mit Stolz. Wenn also jemand fragt, warum ist Mahindra wichtig, dann ist dies die Antwort. Weil sie uns daran erinnern, dass Innovation kein Privileg der Geografie ist. Es ist ein Produkt der Vision, der Identität und des Stolzes. Und das ist ein Weg, der es wert ist, verfolgt zu werden. Wenn diese Geschichte Ihre Neugierde geweckt hat oder Sie Elektroautos in einem neuen Licht sehen, vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Wir haben noch mehr Einblicke in die globale Automobilindustrie, mutige Innovationen und zukunftsweisende Geschichten für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf der Straße, die vor uns liegt.